Das ist kein Abfall, das ist ein Rohstoff. Auf dem Gelände von Inno Recycling in Eschlikon im Kanton Thurgau landen Plastikabfälle aus der ganzen Schweiz. Geschäftsführer Markus Tonner ist ein Pionier des Kunststoffrecyclings. Er sieht viel Potenzial im Geschäft mit Plastikmüll. Wir wären ganz klar froh, wenn wir noch mehr Menge zur Verfügung hätten. Warum? Im Moment greifen wir immer noch auf Kunststoffabfälle aus Österreich, Deutschland, Frankreich zurück. Plastik sammeln ist in der Schweiz freiwillig, im Gegensatz zum PET. Markus Tonner hat ein System mit einem kostenpflichtigen Sammelsack aufgebaut. Wenn man mal mehr Mengen sammelt in der Schweiz, wie man das heute schon auch im Ausland macht, darf man davon ausgehen, dass das ganze Sortieren und Verwerten noch günstiger wird werden für den Konsumenten, respektive irgendwann auch nichts mehr wird kosten. In den Sammelsack von Inno Recycling darf Plastik aller Art, Flaschen, Verpackungen, Folien. Immer mehr Gemeinden machen mit. Der Konsument spart Geld, weil der Plastiksammelsack günstiger ist als der gebührenpflichtige Kehrichtsack. Doch die Plastiksammelsäcke stoßen auf Widerstand. Kehrichtverbrennungsanlage Perlen bei Luzern, die modernste KVA der Schweiz. Hier in der Innerschweiz sind die gemischten Sammelsäcke für Plastikabfälle nicht erlaubt. Viel Plastik aus dem Haushalt wird also verbrannt. Das sei ökologisch sinnvoll, erklärt Hans-Ulrich Schwarzenbach. In der Kehrichtverbrennungsanlage wird alles, was man nicht mehr richtig brauchen kann, verbrannt. Mit dem Dampf macht man Strom. Und den Rest des Dampf, den es gibt, brauchen wir zum Trocknen von Papier oder für den Betrieb von Fernwärmenetzen zum Heizen. Die Gemeinden haben das Monopol über die Siedlungsabfälle. Sie bestimmen, ob Plastikmüll ins Recycling geht oder direkt in die Verbrennung. Etwa die Hälfte vom Material, das gesammelt wird nachher in den Zementwerken als Brennstoff gebraucht, genau wie da. Man muss es aber zum Sortieren vorher über 100 Kilometer weit transportieren. Und das macht keinen Sinn. Harte Vorwürfe an die Plastiksammler. Tatsächlich, weil die Menge zu klein ist, muss Schweizer Plastikmüll oft zuerst ins Ausland. Diese Anlage in Vorarlberg sortiert das Material nach Kunststoffart und Qualität. In der Schweiz wird der Stoff dann in Eschlikon weiterverarbeitet. Es wird zerschreddert, gewaschen und geschmolzen. Ein Teil eignet sich nur als Brennstoff für die Schweizer Zementindustrie und ersetzt dort Kohle. Das Ziel ist aber, möglichst viel Recycling-Granulat zu gewinnen. Grundsätzlich tut man mehr als die Hälfte im Recycling zuführen. Und da, wo man nicht recyceln kann, ist genau das ökologisch Interessante, dass wir weniger Kohle importieren in die Schweiz und eigentlich Kohle durch den Kunststoff ersetzen können. Das Granulat aus dem Thurgau dient dann als Rohstoff für die Produktion von Plastiksäcken, Behältern und Leitungsrohren in ganz Europa. Das sind die Positionen im Streit um den Plastikmüll. Auf der einen Seite die Plastikrecyclingbranche und die Zementindustrie. Auf der anderen Seite begehren KVAs den Plastik als Brennstoff. Und viele Gemeinden befürchten, dass ohne Plastikmüll die Einnahmen aus den Kehrichtsackgebühren sinken. Weniger umstritten ist einzig das Sammeln von solchen Plastikflaschen, die auch Detailhändler zurücknehmen. Hans-Ulrich Schwarzenbach sagt, Gemeinden sollten nur diese Sammlungen zulassen. Wenn ich es gemischt sammle, muss jemand sortieren. Und da haben wir den Konsumenten, der es bringt und allenfalls muss beobachtet werden. Und der gibt mir das direkt in der richtigen Art ab. Das, was man verwerten kann, steht rein, der Rest geht direkt in die Verbrennung. Anderer Meinung ist Simon Zeller von der Umweltstiftung Pusch. Studien zeigten, dass Sammeln und Recycling von Plastik auf jeden Fall ökologisch besser sei. Man solle die verschiedenen Recycling-Systeme fördern, statt einschränken. Man tut oft auf Kosten der Umwelt eigentlich kaschieren, dass es nur ums Geld geht. Es geht da um Gebühren, es geht um wer welchen Abfall darf haben. Und die Umwelt, ja, die profitiert von all diesen Systemen. Und darum sollte man jetzt da einen Schritt vorwärts gehen, ein bisschen mutig sein und die Systeme einführen. Mehr Plastik sammeln? Mitte November lädt der Bund zur Besprechung im Streit um den Abfall.